Juillet an diesem entspannten Morgen im Himalaya. Wir sind heute schon relativ früh aufgestanden, weil wir bei einer Zeremonie im Kloster dabei sein durften. Die machen jetzt da hinten auch noch weiter und es war bisher sehr spannend. Also erstmal wurde so Tee ausgeschenkt, alle haben irgendwie gesungen, dann haben sie gefrühstückt. Jetzt haben alle irgendwie einen Text aus diesem Skript vom Buddha und so weiter und singen oder sagen das sehr laut. Und ja, es war voll cool, jetzt mal dabei sein zu können. Und das hier ist übrigens der Ort und das Kloster Lama Yuru. Und richtig cool, wir haben so oberhalb vom Kloster in den Bergen geparkt und konnten jetzt einfach so runterlaufen, um hier hinzukommen und können jetzt wieder hochlaufen und hatten da ganz gute Ruhe. Ja, hier haben wir geparkt auf diesem leeren Feld. Es war ziemlich gut, sehr ruhig. Wir haben am Tag immer nur so eine Person gesehen. Und die letzten Tage hat es auch ganz schön doll geregnet, deswegen konnten wir hier so ein, zwei Tage ein bisschen abwarten. Aber unser Visum endet in genau einer Woche. Deswegen müssen wir uns jetzt langsam auf den Weg Richtung Grenze machen. Wir müssen noch hier aus Ladakh raus, einmal komplett durch Jammu und Kaschmir. Und dann sind wir schon im Punjab und können nach Amritsar zur Grenze. Aber es sind bestimmt noch so gute 700 Kilometer, weil ja, Indien ist einfach sehr groß und da muss man sehr viel und weit und lange fahren. Also ich muss sagen, der Weg hier ist auf jeden Fall sehr viel weniger ereignungsreich als der andere Weg nach Leh, den wir gekommen sind. Also hier über Srinagar, die Straße ist richtig gut, alles ist asphaltiert. Der höchste Punkt war bisher 4000 Meter, also es geht gar nicht so weit hoch. Also wenn ihr hierher fahrt, dann lieber die Route über den Westen. Wir haben jetzt Kargil erreicht, das ist immer noch in Ladakh, aber die Stadt ist muslimisch geprägt, beziehungsweise die ganze Region. Also in den Dörfern sieht man jetzt auch wieder viel mehr Moscheen und so und hier tragen mehr Frauen Kopftuch und so weiter. Und wir glauben, wir wurden auch schon zweimal wieder hier zum Tee und so eingeladen. Also diese muslimische Gastfreundschaft ist ja auch direkt voll verbreitet und ja, es fühlt sich ein bisschen so an, als wären wir jetzt in einem anderen Land, muss man irgendwie sagen. Oh Gott, der Verkehr ist wieder stressig, aber ja, ist ganz spannend hier. So, ein kurzes Update. Wir haben inzwischen einen Parkplatz hier gefunden an einem Fluss. Wir wollten eigentlich ins Suru-Tal bei Kargil uns das nochmal anschauen, aber es war super voll bebaut, enge Straße, viel Verkehr. Und dann sind wir einfach jetzt hier die Hauptstraße, also der Highway Nummer 1, weitergefahren in die Richtung, in die wir auch müssen. Und haben jetzt hier diesen Parkplatz am Fluss gefunden. Es ist ein bisschen laut, aber das ist eigentlich ganz gut, weil da vorne ist direkt die Straße. Und wenn man an so einem lauten Fluss parkt, dann übertönt das immer so ein bisschen den Verkehrslärm. Das ist so, vielleicht machen das manche von euch, wenn man lernt irgendwie für die Uni oder so, dann hören sich ja manche Leute so weißes Rauschen an, also einfach nur ein Rauschen, was so die Umgebungsgeräusche übertönt. Und das gleiche macht quasi auch der Fluss, deswegen ist es ein bisschen lauter, aber gleichzeitig ruhiger, wenn das verständlich ist. Naja, hier werden wir jetzt den Nachmittag entspannen und dann morgen früh weiterfahren. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier noch viel Aufregendes passiert, was wir euch zeigen können. Also, dann wahrscheinlich bis morgen oder falls noch irgendwas Lustiges passiert, bis später. Okay, einen Tag später sind wir wieder auf der Straße unterwegs Richtung Grenze, weil unser Visa ist jetzt in 4 Tagen. 4 Tagen zu Ende. Uiuiui. Es ist nichts weiteres Spannendes passiert, außer dass unser Gas jetzt alle ist. Dann mussten wir jetzt auf unseren Ersatzkocher umsteigen und in Indien ist es einfach wahrscheinlich nicht möglich, das aufzufüllen, aber wir sind ja in 2, 3 Tagen hier raus. Und in Islamabad in Pakistan, da gibt es auf jeden Fall eine Auffüllstation. Ja, die Landschaft hier ist voll krass. Es Ja. ist halt echt, als wären wir schon in einem anderen Land.
Die buddhistische Kultur gibt es hier quasi nicht mehr. Das ist vorbei. Ja, genau. Stattdessen ist jetzt alles muslimisch geprägt, sprich, viele Menschen haben ein Kopftuch auf, die Männer haben die typisch längeren Bärte und Hüte und langen Gewänder und so weiter. Und naturmäßig ist es auch ganz anders. Es ist jetzt voll die grüne Berglandschaft, sieht ein bisschen aus wie in der Schweiz oder in den Alpen oder wie im Kaukasus in Georgien. Und ist schon völlig abgefahren, wie schnell das jetzt irgendwie ging. Ja. Innerhalb von ein paar Stunden so. Und das lässt einen dann natürlich auch ein bisschen eher nachvollziehen, warum das so ein bisschen schwierig ist, diese Region in eine Ländergrenze einzufangen, weil sie ja schon wieder ähnlicher wahrscheinlich wie die pakistanischen Leute sind, die ja überwiegend muslimisch sind und wenig mit dem südlicheren Teil von Indien zu tun haben. Also sehr spannend. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt hier weiter gut durch den Verkehr kommen. Ja, und doberweise da, wo wir in Pakistan hinwollen, das ist nur bisschen über 100 Kilometer Luftlinie entfernt, aber wir müssen einen Riesenschlenker von über 1500 Kilometer fahren, Das war mir gar nicht so klar. weil wir halt weil es halt nur eine Grenze gibt, wo wir rüber können. Ja, also wir können ja halt nicht durch die Berge fahren, hier ist wahrscheinlich auch überall Militär und so und ja, da darf man halt leider nicht durch. Ja, und Naja. wir brauchen den Ausreisestempel im Kanä. Wir würden auch nicht über eine Straße oder durch die Berge kommen, Mariano. Vielleicht gibt es da ja einen Weg, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, da ist dann halt viel Patrouille wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Naja, deswegen. Ja, aber die Gegend ist echt krass. Hier könnte man echt auch überall nochmal hier einen Tag, da einen Tag stehen. Ja. Ist echt so wie, ja, als wir in Georgien da auch über einen Monat in der Region waren. Das würde sich hier auch lohnen. Ja, das warten wir. Müssen wir nochmal mit mehr Zeit wiederkommen. Ja, genau, das war uns halt. War uns schon bewusst, aber ja, man muss halt irgendwie leider diese begrenzte Visazeit einteilen. Ja, und jetzt fahren wir aus Ladakh raus und sind dann in Jammu Kaschmir. Genau. So sieht Kaschmir aus. So, wir haben es echt in die Kaschmir-Region geschafft. Also wir sind sogar im Kaschmir Valley, also Tal. Müssen da noch so krasse Serpentinen wieder runter. Und ja, es ist echt ein bisschen schade, dass wir nicht noch ein bisschen mehr Zeit hier haben, weil es sieht schon echt krass aus. Aber wenn man ehrlich ist hoffentlich in Pakistan was alles dann so ein bisschen ähnlich. Jetzt cruisen wir hier so Serpentinen runter und ich bin wirklich froh, dass wir sie runterfahren und nicht hoch, weil zwischendurch ist es schon echt steil und mit Gegenverkehr und halt dann doch mit irgendwie ein paar Schlaglöchern und so weiter. Geht schon, aber wäre hoch auf jeden Fall ein Abenteuer für uns. Okay, wir haben es jetzt hier runter geschafft, die Serpentinen. Nur ungefähr zweimal ist jemand fast ganz knapp in uns reingefahren. Also es ist echt krass, wie die Leute fahren, unmöglich. Und wir haben es jetzt hier in diese indische Schweiz, in die Alpen geschafft. Hier ist sogar so ein Skigebiet und so. Sieht auch echt so aus, ne? Das sieht jetzt aber nicht aus wie die Schweiz. Nee. Da ist irgendwie eine voll verrückte Gegend hier, von der wir uns nie vorgestellt hätten, dass es die so auf der Welt gibt, weil es sieht, wie gesagt, so ein bisschen aus wie die Alpen und die Schweiz. Dann reiten hier aber irgendwelche Leute mit ihren Pferden und sind irgendwie Nomaden in Zelten mit Schafen. Dann gibt es hier indischen Einfluss. Dann ist hier total viel Militär. Das heißt, ne, bewaffnete Leute, die hier rumstehen. Also völlig irritierend. So, wir stehen mal wieder im Stau. Also es ist echt wie die Bilderbuch Alpen, wenn man jetzt Alpen googelt oder ein Landschaftsbild von den Alpen malen würde, so ganz kitschig und stereotypisch, dann sieht es genauso aus wie hier. Also es ist echt krass. Aber es ist halt tausendmal voller, mega viel Verkehr. Wie gesagt, überall Militär, also alle 200 Meter steht irgendwie ein Soldat am Straßenrand seit Kilometern. Überall sind so Militärstationen. Ja, also landschaftlich sehr schön, aber ich glaube, viel schön Urlaub wird man jetzt hier nicht machen können. Laura haut uns gerade ein Mittagessen-Snack, ein paar Samosas. Wir sind jetzt schon
ziemlich lange gefahren. Ich meine, wir sind heute Morgen, weiß ich gar nicht, um 9 oder so losgefahren. Jetzt ist schon wieder 16 Uhr. Aber so richtig weit gekommen sind wir noch nicht. Ja, ist einfach alles sehr viel Verkehr, sehr langsam. Und jetzt sind wir auch wieder in dem Teil von Indien angekommen, wo so ein Dorf nach dem anderen ist. Ja, ist einfach auch sehr laut. Also mit Schlafplatz finden wird es auch schwer. Wie kann man so leben? Meine Ohren. Ja. Und wir sind übrigens jetzt nach fast 3 Monaten auch wieder unter 3000 Meter, sogar unter 2000 Meter schon. Ist auch dementsprechend sehr viel wärmer. Ja. Ich habe Samosas geholt. Toll. Das müsste jetzt wieder sein, ey. Brot dann auch noch? Ach, habe ich schon wieder vergessen. Ja, kann ich auch noch holen. Ja, wenn du willst. Okay. Naja, also es ist nicht so leicht. Wir versuchen eigentlich schon länger jetzt einen Schlafplatz zu finden, aber weil ne, immer ein Dorf nach dem anderen kommt, eine Stadt nach dem anderen. Es gibt einfach keine freien Flächen. So Leute, wir waren jetzt bei der ersten Mautstation und Mautstationen sind ja immer der Horror, das weiß man ja. Und ich habe mir schon vorher gedacht, so, ob das klappt, ob unser Fast-Tag funktioniert. Aber nee, da war dann so, hier sind überall ja Militär- und Polizei-Checkpoints. Und die haben uns angehalten, aber niemand hat mit uns geredet. Dann sind wir halt vorgefahren zu der Mautstelle, dann sind die hinterhergekommen. Und dann haben sie gesagt, also dann sollten wir wieder zurück zum Officer, hin und her, hin und her. Die konnten nicht sagen, was sie überhaupt wollen und so. Und am Ende, dann habe ich mit dem Officer geredet und der meinte halt so, nach 15 Uhr dürfen keine Touristen auf dieser Strecke fahren, was wieder völliger Blödsinn ist, weil hier fahren 1000 Touristentaxis hin und her. Und wir sollten zurück nach Srinagar fahren. Dann haben wir gesagt, nee, wir parken hier, da. Und dann, wie das immer so ist, man diskutiert 10 Stunden lang hin und her, regt sich mega auf und dann, was kommt dann? Dann sagt er, okay, ihr könnt fahren. So, aber erstmal eine halbe Stunde müssen wir hier wieder rumdiskutieren, dass wir hier weiter dürfen. Das ist einfach, ja, typisch Indien. Einfach mega Bürokratie, alle haben was zu sagen und so weiter und am Ende darf man dann doch fahren. Und ist halt auch nicht so, dass dann eine Person sagt, ja, es sieht so und so aus, sondern es sind dann wieder 10 Leute, die sich um unser Auto versammeln. Einer redet bei Mariano am Fenster, dann fängt einer bei mir an zu reden, habe ich so das Fenster hochgekurbelt und war einfach so, was geht denn jetzt hier ab, Leute? Und ja, keine Ahnung, am Ende wollten sie dann doch auch noch mit uns Tee trinken, obwohl wir halt auch voll sauer waren. Also dann war es wieder voll nett, aber diese Regeln, die irgendwie keinen Sinn machen, wo man sich immer erstmal so ein bisschen veräppelt fühlt, keine Ahnung, wir können damit einfach, es liegt auch an uns, ne? Die sagen dann auch, ja, this is India, ja, das ist Indien. Also wir können damit einfach nicht gut umgehen und einfach auch nicht. Dieser riesen Chaos auch. Ja. Und ja, selbst nach irgendwie insgesamt 5,5 Monaten in diesem Land können wir damit immer noch nicht umgehen. Und das ist aber auch okay, das zu lernen und zu sagen, das ist halt irgendwie zu viel für uns. Und in Pakistan wird es, glaube ich, wieder ähnlich, bis wir in den Bergen sind. Da müssen wir jetzt halt durch. Jetzt wurden wir wieder aufgehalten und haben die gleiche Diskussion mit den nächsten Polizisten. So, okay, wir haben es ungefähr 5 Kilometer weiter geschafft und da war der nächste Checkpoint und die sagen jetzt wieder, wir dürfen hier nicht weiterfahren und ja, keine Ahnung, was sie jetzt wieder wollen. Jetzt sagen wir können auch darüber auf dem Feld schlafen, wir suchen ja eh nach einem Schlafplatz. Amritsar. Amritsar. Punjab. Ja, es ist alles nicht so einfach. Aber wir suchen ja eh einen Schlafplatz, also wenn die uns jetzt da auf der Wiese schlafen lassen, dann wäre es toll, aber das wahrscheinlich nicht. Ladakh. Okay, die haben uns jetzt nicht weitergelassen, ist ja auch irgendwie verständlich, weil anscheinend fahren wir wirklich jetzt nur noch ein paar Locals lang. Und die wollten uns auch nicht auf dieser Wiese da drüben schlafen lassen, sondern haben gesagt, wir sollen zurück nach Srinagar oder hier irgendwo an der Seite. Das ist halt immer so, die wollen halt nicht die Verantwortung haben, deswegen schicken die uns weiter. Ja, und jetzt müssen wir halt hier nach einem Schlafplatz suchen. Tja, da rein. Okay, man kann immer auf die Gastfreundschaft von den muslimischen Menschen vertrauen. Ich habe nämlich jetzt einfach mal hier so einen Mann gefragt und der hat gesagt, kommt zu unserem Haus. Der hat jetzt das Tor aufgemacht, jetzt können wir auf seinem Hof parken. Und ich habe auch mal gefragt, welche Sprache die hier sprechen und die sprechen Urdu. Genau das gleiche wie in Pakistan. Also sehr interessant hier. Okay, jetzt können wir da in dem Haus parken. Hammer. Müssen wir nur da durchs Tor passen.
aber eng. Oh Gott, da kommen wir doch niemals rein. Das Tor ist auch viel zu eng. So, jetzt sitzen wir hier in so einem Garten hinter einem Haus. Der Mann, der uns eingeladen hat, ist gerade noch mal beten gegangen. Und jetzt bekommen wir gleich einen Tee. Ja. Boah, wir sind ganz schön fertig. Es ist jetzt 20 Uhr. Voll lang unterwegs gewesen. Wir müssen gleich mal gucken. Die wollen bestimmt, dass wir im Haus schlafen, aber wir wollen ja mal im Van schlafen. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall ganz schön kaputt. Sowas geht dann auch immer so schnell, ne, bei muslimischen Menschen. Dann kriegt man erst einen Tee, danach wird man irgendwie eingeladen, noch irgendwie was zu essen und im Wohnzimmer zu sitzen und so. Das ist schon echt richtig schön. Puh, okay, wir sind ja wieder zurück im Van. Ist leider immer alles ein bisschen schwer, sowas zu filmen, weil wir wollen jetzt auch nicht die ganzen Leute filmen und deren Zuhause so sehr und wir wissen ja gar nicht, ob die das wollen und so. Und Ja. manchmal ist es auch schwer zu fragen. Ja, genau. Vor allem, wenn man sich halt wirklich nicht gut kennt und die nicht die gemeinsamen Sprachen spricht. So mit Felix und Philipp war es halt voll easy, weil die sprechen Deutsch. Du kannst sagen, hey, das ist YouTube. Ist es okay, wenn ihr darin vorkommt. Aber jetzt hier, man wird so eingeladen, dann geht es auch irgendwie so schnell. Dann tauchen da neue Leute auf und so weiter. Und dann zwischendurch zu sagen, hey, wir haben hier übrigens eine Kamera, kann halt auch voll den Moment zerstören. Und wir wollen ja auch ein bisschen im Moment sein und uns nicht zu sehr darauf fokussieren, jetzt alles zu filmen. Aber so ein bisschen gibt es ja immer was. Und sonst erzählen wir euch das ja auch immer gerne dann danach. Ja, war auf jeden Fall mega nett. Also wir sind halt hier angehalten, da war so ein Mann, ich habe ihn gefragt, so hey, die Polizei sagt, die Straße ist gesperrt, wir suchen Platz zum Schlafen und dann kam jetzt der Vater hier von dem Haus und hat uns sofort quasi das Tor geöffnet. Da haben wir jetzt nicht reingepasst, wir stehen jetzt daneben, aber naja, auch gut. Ja, und wir hätten jetzt da auch im Haus schlafen können. Die Ja. haben jetzt echt wieder 10-mal gefragt, wollt ihr nicht im Haus schlafen? Wir so, nee, wir lieben unser eigenes Bett. So, wollt ihr was zum Abendessen? Nee, sorry, wir haben gerade so ein Stück Kuchen von euch gekriegt. Ja, aber wir haben Getränke, Kuchen, Tee, Ja, Limo. und das wollten wir jetzt. Also, das ist halt so, diese muslimische Gastfreundschaft, Ja, es ja. ist einfach wirklich krass. So, das ist irgendwie einmalig und wie gesagt, das haben wir auch schon oft gesagt, auf jeden Fall was wir irgendwie auch mitnehmen wollen. Weiß jetzt nicht so gut, ob es in der Hamburger Fußgängerzone gut kommt, wenn man sagt, hey, willst du mit zu mir kommen? Ja, ja. Und hier hast du das, hier hast du das. Aber so generell diese Offenheit Fremden gegenüber, das ist einfach wirklich beeindruckend und wirklich toll. Und er hat auch nochmal, ist glaube ich ein sehr gläubiger Muslim. Er hat... Ja, morgen steht er um 4 Uhr auf. Genau, und er hat jetzt aber halt auch nochmal gesagt, so dass er das halt von Allah gelernt hat, Fremde und Reisende so zu bewirten. Und ja, es war jetzt echt nochmal so ein besonderer Einblick, wenigstens das von diesem Teil von Indien und Kaschmir auf dieser Seite noch so mitzukriegen. Wahrscheinlich ist es in Pakistan dann wieder ein bisschen ähnlich natürlich, aber ja, und auch so zufällig, ne? Ja, Also ja. voll krass, dass das jetzt heute wieder passiert ist. So, das macht diese Reise aus, Leute. Dass man so Menschen trifft, mit denen irgendwie plötzlich bei denen ist und so viel lernen kann und so. Das ist schon echt, das ist das Größte. Ein paar Sachen waren ein bisschen ungewohnt, weil wir jetzt ganze Zeit in dieser buddhistischen Kultur waren. Zum Beispiel, dass wir rechts rum, also gegen den Uhrzeigersinn, um das Haus gelaufen sind. Also Aber gut, das war, glaube ich, Zufall. ja, aber hätten wir da jetzt nie gemacht. Ja, das Ne, stimmt. beim Kloster, okay, das ist ja jetzt kein Tempel, aber um den Tempel geht man nur im Uhrzeigersinn rum. Ja, und wir sind das so war darauf komisch. fokussiert. Und dann saßen wir da drin ja wieder, ne? Dann war wieder alles Teppich mit den Kissen, so, das kennen wir auch schon, was ja auch richtig cool ist. Aber dann sitzt man halt, ne, beim Buddhismus, dann saß man immer im Schneidersitz und es ging gar nicht, dass man zum Beispiel jemandem die Füße so entgegenstreckt, das würde gar nicht gehen. Und hier macht man das halt wieder, das ist dann so, also... Ja, und dann ein wieder bisschen das ungewohnt Essen alles. war halt auch wieder Reis mit irgendwie, ich glaube Spinat und irgendwie Gemüse und so hatte. Also er hat gegessen und wir saßen halt daneben, weil wir waren einfach voll und so und wollten jetzt auch nicht, dass die so viel für uns auffahren. Und dann wieder mit den Händen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob Buddhistinnen das jetzt auch machen. Oh, jetzt singt der Muzin. Aber ja, einfach wieder so, einfach so krass, weil vor ein paar Tagen waren wir halt noch in dem buddhistischen Teil und Ja, es man ging jetzt gewöhnt irgendwie sich so an die Regeln Ja. und wie man sich verhalten muss und jetzt macht man quasi wieder das Gegenteil, was dann so ein bisschen unnatürlich erstmal wirkt. Ja, und für mich auch als Frau, die Frauen hier laufen halt wirklich wie im Iran und so weiter, alle sehr bedeckt rum und in Ladakh halt nicht so. Die haben halt auch lange offene Zöpfe und so weiter oder geflochtene Haare. Und ich habe mich jetzt schon so ein bisschen so gefühlt, nach dem Motto, hätte ich jetzt vielleicht noch meinen
Kopftuch holen sollen und das noch anziehen sollen, weil das ist einfach so, ne, wenn alle das um dich rumtragen und du die einzige Person bist, die das nicht machst, dann ist es halt auch so ein bisschen komisch und man halt so merkt, da waren dann halt auch so islamische Poster und von der Moschee in Saudi-Arabien. genau, Mekka und so und da merkt man dann schon, das sind sehr gläubige Muslime. Hätte ich mich da jetzt anders anziehen müssen, aber ich wurde jetzt nicht anders behandelt oder so. Aber ja, solche Fragen kriegt man dann natürlich auch wieder, wenn man in so einen neuen Kulturraum wieder eintaucht. Ja. Okay, langer Tag. Jetzt wird geschlafen und dann morgen früh fahren wir weiter. Wir haben noch, was waren es, über 300 Kilometer bis nach Amritsar. Und Amritsar wird wieder anders, weil da ist dann wieder... Da sind die Sikh. Da laufen wir wieder mit Turban rum und haben wieder lustige Tempel. Aus unserer Perspektive. Aber das ist dann auch wieder ganz anders. Ist schon spannend. Also. Da holen wir unsere Bordeaux-Sachen raus und laufen im Uhrzeigersinn um den Tempel. Hier sitzen wir auf dem Boden, auf dem Teppich und du trägst ein Kopftuch. Und jetzt am nächsten Tag muss ich dann hier den Turban aufsetzen. Aber ne, das ist halt auch nochmal sowas. Deswegen lohnt es sich halt Europa zu verlassen, weil in Europa ist einfach vor allem Christentum verbreitet. Da sind wir aufgewachsen, das sind die Werte, die wir, auch selbst wenn wir jetzt nicht super religiös aufgewachsen sind, du vor allem, sind es die Werte, die man so mitbekommt. Nach dem regelt sich auch irgendwie so ein bisschen der Staat und so weiter. Und wenn man dann einfach so komplett nochmal weiterreist und einfach so anders ist, das macht schon viel mit einem so. Und ja, weil in Europa ist ja die Religion gar nicht immer so stark in der Kultur oder im Leben quasi drinne, aber hier ja schon. ja, wobei in Europa, wie gesagt, dieses Wertesystem, ja, kommt eigentlich, aber ja, ist natürlich, wird immer weniger. Und auch hier, also der Vater der Familie steht um 4 Uhr auf, um zu beten. Alle anderen schlafen weiter. Also, ne, da ist auch ein großer Unterschied. Meine Oma ist auch sehr viel religiöser als ich wahrscheinlich, aber trotzdem habe ich da viel mitbekommen. Naja, Zeit zum Schlafen. Wir werden dann ja auch um 4 geweckt. Naja, Vom Mutzi. jetzt Jetzt ist wird hier das wieder so gesungen. weiter so, ja, jetzt wird hier Oh wieder Gott, morgens was gesungen. Islamabad, dann fahren wir wieder nach Islamabad. Ja. Naja, dann Assalamu alaikum, sagt man hier immer. Ja, gute Nacht. Wie es am nächsten Tag dann weitergeht, zeigen wir euch im nächsten Video. Country. Eins können wir euch sagen, wirklich alles läuft schief. Indien macht es uns echt nicht leicht. Bis zum Ende. Das ganze Drama dann aber beim nächsten Mal. Boah. Was ist das denn? Also danke fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Es wird sich lohnen.